يا سيدنا يا رسول الله يا أصحاب الكرام يا مولانا شيخ عبد الله فايز حسن شيخ محمد ناظم الركاني رباني مدد يا مولانا شيخ محمد آل رباني يا رجال الله طريقتنا صبا وخير في جميع. Hat einer eine Frage heute? Schon mal. Bismillahirrahmanirrahim. Die Frage gestern, die war eine Frage, kann man sich ein paar Jahre mit beschäftigen, eigentlich. Und eine wichtige Sache zu diesem Thema Bruderschaft. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der sagte, dass der Grund für die Zerstörung der Umma sei, dass man die Fitna der Vergangenheit, ja, Shaitans Fitna der Vergangenheit, Trennungen, Verletzungen, Negativitäten, die vorbei sind, wieder hochholt. Wieder hochholt und praktisch erneuert damit. Wenn man etwas erzählt oder darüber nachdenkt, dann erlebt man das, was man nachdenkt. Die Emotionen schalten sich ein und man erlebt diese Geschichte, die man schon eigentlich erlebt hat, die schon begraben ist, nochmal. Die lebt auf. So ist der Mensch. So ist auch die Gesellschaft, so sind die Menschen. Ja, die erzählen dauernd Dinge, die schon waren und kochen die warm sozusagen. Es wird warm gekocht. Ja, das verhindert den Blick, den Allah uns gewähren möchte, den Blick auf seine Gaben, nämlich, dass jeden Augenblick alles neu ist, dass er jeden Augenblick neue Schöpfung macht. Es ist nicht zu Ende, die Schöpfung. Ja, Maulana Sheikh Nazim hat gesagt, dass in jedem Augenblick so und so viele Tausende, Millionen Engel geschaffen werden für bestimmte Sachen, bestimmten Gelegenheiten, zum Beispiel. Und er hat gesagt, Yaumul Jadid, Rizqun Jadid. Ja, das hört sich erstmal an, another day, another dollar, aber das ist natürlich nicht gemeint. Da ist mehr dahinter. Ja, das Tajalli des Tages, dieses Tages, ist einmalig. Das ist einmalig. Du kannst nicht sagen, ich habe diesen Tag schon, du hast die Sonne schon mal gesehen. Und auch diese Umgebung hier. Aber du kannst nicht sagen, dass dieser Moment gleich ist der von gestern. Das göttliche Tajalli, diese Erscheinung, die göttliche Erscheinung, die Allah schickt, ist anders, ist neu, ist tatsächlich neu. Noch nie da gewesen. Wie der Vater von Bambo immer sagte, so jung kommen wir nie wieder zusammen. Kommen wir so jung nochmal? Nee. Wir sind gleich eine Minute älter. Yes? We never come young together like, you understand German in the meantime, I think. Ja. Ja, es ist immer neu. Allah schafft neu. Wie der Maulana Sheikh Nazim hat dann auch immer den Spruch oft gemacht und gesagt, Allah macht keine Fotokopien, no Photocopies, ja, sondern neu. Ja, da ist viel Geheimnis drin. Und wenn man sich beschäftigt mit dem, was man schon kennt oder gekannt hat oder erlebt hat oder Traumata hat davon,
dann wird einem die Sicht verwehrt auf dieses neue, glückliche Dasein. Es ist ja ein Glücksfall von Allah, ein absoluter Glücksfall, ein Glücksgeschenk für den Menschen, für das Herz des Menschen, dass er immer das Neue gibt, sodass du selber auch neu sein kannst. Du bist nicht der von gestern, der Griesgram von gestern, ja, der ist heute mal happy. Wie kann das sein? Nein, ich bin Griesgram. Ich bestehe darauf, weil das bin ich kenne mich doch. Schon so viele Jahre, 20 Jahre, 40 Jahre, 60 Jahre, 80 Jahre. Allah kann sich nicht verändern. Ist der Weg nicht Veränderung? Ist Sufitum beruht es nicht auf Veränderung? Beruht nicht der Weg des Menschen auf Veränderung? Dass er sich verändert? Er selber verändert sich. Er nimmt die Sachen anders wahr. Er nimmt mehr wahr. Er kommt mehr zur Liebe zum Propheten, sallallahu alaihi wasallam, und darin sind die ganzen Wunder enthalten. Mehr zur Liebe zu Allah und die ganzen Wunder sind daran enthalten. Und sein Geheimnis, was in ihn schon längst reingelegt ist, von Allah subhanahu wa ta'ala, wird sich entfalten auf diese Art und Weise. Sind das nicht gute Aussichten? Kann man da nicht mal sagen, wir haben Hoffnung, wir sind happy? Das sollten wir sagen. Das sollten wir ständig uns sagen und jeden Tag uns daran erinnern und uns verbieten zu sagen, nee, das wird ja nicht besser, das ist ja hoffnungslos, ich habe immer noch kein Geld und ich bin immer noch auf Suche nach einer Wohnung und ich bin immer auf einer Suche nach einer Frau, ich bin immer nach einem Auto und dies und das habe ich nicht und auch geht es mir nicht gut, ich bin immer missgestimmt und misstrauisch und vertraue den Menschen nicht. Und der hat mir das getan und der hat das getan und das werde ich ihm nie verzeihen und so weiter. Und sich da zu bewegen in diesem Bereich. Kann man da nicht tauschen und sagen, mal die Absicht machen, nee, es ist alles anders. Anders als ich denke, als meine Gewohnheit. Als Shaitan versucht mir einzureden, es ist anders. Es ist super schön. Allah gibt die absolute Schönheit, die Neuheit, das Wunder, das andauernde Wunder, die Kontinuität, dass wir auf diesem Weg überhaupt sein können, schon jahrelang. Das ist schon alleine ein Wunder. Dass unser Scheich uns hilft dabei, geistig hilft, körperlich hilft, menschlich hilft im menschlichen Leben und auch geistig hilft dabei, um diese Ziele zu verwirklichen. Das sind alles positive, hoffnungsvolle, optimistische Sachen. Ja, deswegen soll man versuchen zu lächeln. Es gibt eine nostalgische Traurigkeit, die der Prophet gesagt hat, die ist okay, ja, von den Zeiten von früher, ja, wo die Sache anders war. Aber es gibt die Hoffnung und die Freude, die jetzt gegeben wird, in jedem Augenblick gegeben wird. In jedem Augenblick. Deswegen sollte man das lassen, Dinge hochzuholen aus der Vergangenheit, die schwere Herzen machen und durch Verzeihung, durch Änderung der Sachen, gibt es so viele Lösungen dafür. Ja. Deswegen hat der Prophet auch gesagt, sallallahu alaihi wasallam, eine der besten Handlungen, die Allah am meisten liebt, ist die Versöhnung. Es ist die Versöhnung zwischen zwei Menschen. Entweder du selbst versöhnst dich mit jemandem oder er versöhnt sich mit dir oder du hilfst anderen Leuten, sich zu versöhnen. Das ist eine der beliebtesten und
bei Allah eine der geliebtesten Handlungen, die man machen kann. Möge Allah uns gewahr werden lassen, inshallah, ja, und eine höhere Wahrnehmung entwickeln und ein Wachsein, das uns im Stand versetzt, uns zu beobachten. Ja, diese Gewohnheiten, das sind ja Gewohnheiten, diese Gewohnheiten zu beobachten und langsam aufzulösen. Was alles auflöst, jedes Problem, alles, noch so große Problem, ist die Liebe zum Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Die Liebe zum Scheich, die Liebe zu Allah, die göttliche Liebe, die löst alles auf. Ja, ein Tropfen oder weniger als ein Tropfen schon des Paradieses, der auf uns in diese Welt, in dieses Universum kommt, bringt schon so viel Glück, dass wir es kaum ertragen können. Wenn Allah von seiner Liebe schicken würde, von seiner Liebe, nicht die vom Paradies, sondern von seiner, das könnten wir gar nicht, dann würden wir sofort eingehen in die Einheit, sofort. Dann wäre das Leben hier sofort vorbei. Ja, so groß und so mächtig und so schön und so großartig, unvorstellbar für uns. Deswegen wird es für uns sozusagen menschengerecht, unser situationsgerecht wird es uns gegeben, das, was wir nehmen können. Das sollten wir tun. Wir sollten es nehmen. Wir sollten es nehmen, was uns gegeben wird, und verhindern, dass wir es nicht nehmen. Ja, da ist immer etwas, was es verhindert, dieses Glück und diese Schönheit und dieses Licht und die Gaben Allahs zu nehmen. Er möchte etwas, will es verhindern, das ist Shaitan. Und der arbeitet mit unseren Gedanken und mit unseren Emotionen. Möge Allah uns schützen vor ihm und alle Menschen führen zum Glück und zum Guten, ja, und zum guten Weg und zum Weg des Propheten sallallahu alaihi wasallam, seiner Sunna zu folgen, inshallah. Wa min Allah tawfiq bi hurmat al-Fatiha. Amin.